Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Heute nach langer Zeit habe ich tatsächlich mal wieder ein Interview. Und zwar mit der Kim. Kim führt eine private Reisegruppe sozusagen, ein Reiseunternehmen. Und ja, heute erzählt sie uns, wie sie dazu gekommen ist und ja, wie die Reise aussehen wird. Ich hoffe, euch gefällt dieses Interview. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und bevor das Interview losgeht, ja, schaut noch mal, habt ihr meinen Kanal bereits abonniert? Wenn nein, dann macht das doch bitte jetzt. Und ja, danke sehr dafür und jetzt geht's los. Ja, hallo Kim. Hallo, schön, dass wir uns kennenlernen. Ja, sehr schön, dass wir uns kennenlernen. Freut mich sehr tatsächlich. Ja, ich hatte dich ja angeschrieben, beziehungsweise wir haben uns ja irgendwie gegenseitig auf Instagram ja, gefunden, würde ich fast sagen. Und habe gesehen, ja, du bietest ja, private Reisen oder persönliche betreute Reisen sozusagen nach Kuba an. Und ja, ich habe ja auf meinem Kanal schon relativ vieles übertrieben, aber doch einige Interviews zu dem Thema halt auch mit einerseits Reiseveranstalter selber geführt, aber auch mit Reisenden. Und da würde mich natürlich auch ja, deine Geschichte interessieren. Wie bist du nach Kuba gekommen? Also warum auch Kuba? Ne? Und vielleicht möchtest du dich ja vorab erstmal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und genau, bitteschön. Ja, hi, mein Name ist Kim und, so ganz ursprünglich habe ich mal BWL studiert vor langer Zeit mit Schwerpunkt Tourismus, und befinde mich jetzt gerade noch an meiner restlichen Ausbildung als, Gesundheitscoach. Ich habe halt gerade ganz viele Baustellen. Okay. Ich habe letztes Jahr ein Frauennetzwerk mitgegründet hier in Bremen. Und über dieses Frauennetzwerk ist tatsächlich auch, die Idee, nach Kuba zu reisen, entstanden, mit anderen. Ich bin aber vorher schon sehr, sehr häufig in Kuba gewesen, weil ich, vor langer Zeit mal den Traum hatte, Tänzerin zu werden und meine Mutter konnte mir diesen nie erfüllen. Oh. Und als ich dann so um die 30 wurde, habe ich, mit Salsa-Tanzen angefangen tatsächlich und bin bis heute dabei geblieben. Mhm. Allerdings ist es jetzt nicht mehr nur Salsa, sondern tatsächlich, beschäftige ich mich seit, fast 8 Jahren jetzt intensivst mit afrokubanischen Tänzen und auch mit der Religion. Mhm. Genau, und so kam ich halt auch zu Kuba. Also, ich bin vor 10 Jahren das erste Mal für mich privat alleine hingereist und war immer wieder da und Mhm. viele tolle Menschen getroffen und, ja, also, eigentlich in fast jeder Stadt kenne ich irgendwen, also, in jeder größeren Stadt, die ich so bereist habe, kenne ich irgendwen oder irgend 'ne Familie, mit denen ich halt auch mittlerweile natürlich durch meine Reisen und Kontakte befreundet bin. Was mittlerweile auch viel einfacher ist als vor 10 Jahren, Das stimmt wohlgemerkt. allerdings. Das ist absolut wahr. Also, bist du tatsächlich über das Tanzen Mhm, nach Kuba gekommen, beziehungsweise hast entsprechendes Interesse für Kuba gefasst, bist dann genau. aufgrund dessen mal hingeflogen. Du hast gesagt, du bist alleine hingeflogen? Hatte ich Ja, mit Freunden. Also, ich war ah nicht ja. mit 'm Reiseveranstalter unterwegs, sondern also, ich Mhm. ich arbeite hier nebenbei auch an 'ner kubanischen, Tanzschule in Bremen. Also, Ah, okay. ich unterstütze da, begleitend im Unterricht hier und da mal, wenn was fehlt, wenn was Ja. gebraucht wird und so. Ansonsten nehme ich natürlich selber Unterricht, ganz viel. Ähm, und ja, darüber habe ich natürlich auch schon einige kennengelernt und dann bin ich halt vor 10 Jahren auch mit denen dann zusammengefahren, ganz privat nach Santiago das erste Mal und so und ja, Das durfte klingt dann auf jeden Fall einiges spannend. kennenlernen. Ja. Die Tanzschule in Bremen, das machst du jetzt auch noch nebenher? Ja, also ich bin da halt regelmäßig. Ja. Früher habe ich auch ganz, fest in den Unterrichten, mitgemacht, aber ich habe seit 7 Jahren eine Tochter. Da ist es ein bisschen weniger geworden, dass ich als Lehrerin noch irgendwie ständig immer mit dabei sein kann. Aber ich bin, dreimal die Woche privat persönlich zum Unterricht da vor Ort. Oh ja. Bin auch ganz viel verbandelt in der Tanzschule. Wir kennen uns natürlich. Antonella ist nicht so groß hier in Ja, Bremen. Wir sind alles eher so 'n bisschen kleiner ja. und ja, genau. Okay, super. Okay, also da hast du ja, also da werden dann auch Kubaner teilweise sein wahrscheinlich?
Nur, fast Oder nur. nur? Also, Okay, wenn die es dann halt Tanzlehrer sind genau. genau. Okay, bist du ja dann auch letztendlich hier in Deutschland, schon, ja, kubanisch verbotet ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber, hast du auf jeden Fall auch hier entsprechende Kontakte. Ja, definitiv. Also, ja, ich bin fast jeden Tag mit denen in Kontakt. Ich glaube, es gibt auch keinen Tag oder es vergeht kein Tag mittlerweile, in dem ich nicht irgendwie Spanisch spreche mit denen, Mhm. weil die alle irgendwann festgestellt haben: „Guck mal, die kann ja 'n bisschen Spanisch“, und alle entschieden haben, pauschal mit mir nicht mehr Deutsch zu sprechen. Okay, Was für mich gut war, weil ich habe tatsächlich so gelernt, also, das meiste, was ich jetzt kann, habe ich, aus Konversation gelernt und nicht aus der Schule. ja, Was aber sehr hilfreich ist, weil ich kann mich sehr gut natürlich auch in Kuba jetzt verständigen. Also, ich spreche mittlerweile fast fließend, kann den meisten Dialogen, auch wenn's schnell geht, folgen. Das und ist wenn's ja so manchmal so 'ne geflüstert ist. Schwierigkeit, genau. Ja, doch, das klappt Okay, sehr, sehr gut. Deswegen ist es auch für mich super, alleine zu reisen. Ich habe halt einfach keine Verständigungsprobleme und kann ja, überall mir helfen oder mir behelfen, wenn ich irgendwas brauche. So. okay. Ja, aber das ist ja, also, ich sage mal, grade die spanische Sprache in Kuba, ich sage mal, in den größeren Touristengebieten, da wird man sicherlich auch mit Englisch klarkommen, aber überall anders wird's dann schwieriger, ne? Ja, also ich kann mich noch an meine allererste Reise erinnern, ähm, und da sollte von meinem Tanzlehrer der Bruder sollte mich abholen in, Cienfuegos an der Mhm. Station. Da gab's noch kein Internet, das heißt 'ne Internet-Connection, um sich miteinander auszusprechen, gab's nicht. Es Ja, wurde noch von Haus zu Haus telefoniert und gefragt, wann denn die Person mit welchem ja, Reisemittel anreist. Und ich konnte da halt tatsächlich noch nicht so gut Spanisch. Also, da hatte ich echt noch arge Schwierigkeiten, das zu verstehen. Und mein Tanzlehrer hat aber seinem Bruder erzählt, ich würde wohl Spanisch sprechen, und dann hat er mich abgeholt, wohl wissend als einzige blonde Frau, die aus diesem Bus gestiegen ist, dass ich das wohl sein werde. ja, Und dann hat er ganz, ganz viel erzählt und ich habe nichts verstanden außer Taxi und ich nur so: „Taxi ist gut.“ Und Taxi. dann Das genau, und Brotauto dann noch sind wir mit dem verstanden. Taxi, zur Kassa gefahren, ja. Okay. Na ja gut, aber auch da, hast du dich ja jetzt anscheinend, auch verbessert. Ja, durchaus. Super. Ähm, Du hast ja gesagt, dass du diese Idee mit dem Privatreisen, nicht alleine, sozusagen aus dieser Idee nicht alleine entstanden ist. Und wie sieht's jetzt aus? Also, die nächste Reise, oder das ist tatsächlich auch die erste Reise, so wie ich das jetzt verstanden hatte, Genau. findet jetzt, tatsächlich im April statt. Ist das korrekt? Ja, Anfang Mai, also Anfang 29. Mai. April geht's los, genau. Okay. Und dann bis Mitte Ähm, Mai. ja, möchtest du darüber vielleicht, kurz was, erzählen? Wie sieht's damit aus? Über die Reise oder wie ich dazu gekommen bin? Also, Oder einerseits natürlich, weiterhin, wie du, konkret dazu gekommen bist, aber auch, ja, vielleicht auch, ja, wie es dann letztendlich dann mit der Reise in Kuba dann im Mai, ja, wie diese aussehen wird, ne? Also, es gibt ja mhm, verschiedene Routen, ne? Manch einer oder die ich sage mal, die typische erste Reise ist ja eher, im Westen, ja, Kubas, ne? Und wenn man sehr, sehr viel Zeit hat, dann kann man es auch gerne ausweiten, ne? genau. Und denen es gefällt, die kommen meistens noch 'n zweites Mal und gucken sich dann mal den Osten an. So, ne? Richtig, Also, das genau. ist halt so eigentlich relativ typisch, ne? Und von daher würde, mich jetzt mal interessieren, einerseits, du hattest ja nur angeschnitten, die Idee wuchs halt, mit anderen, dass das Ganze dann halt stattfinden könnte. Jetzt wird es aber stattfinden, ne? Und, von daher, war das sicherlich auch 'n relativ langer Weg. Ähm, ja, wie kam es dazu? Ja, also, das ist tatsächlich mir letztes Jahr so in den Schoß gefallen. Das ging alles Knall auf Fall. Also, ich hatte gedanklich da nie drüber nachgedacht, so was zu tun, sondern, ich bin so für mich alleine gereist und, war eigentlich doof, ne? Ich habe ja Tourismuswirtschaft studiert, aber, also, ich musste erst über andere auf die Idee gebracht werden. Also, ich bin ja letztes Jahr das erste Mal nach Corona wieder gefahren und war im März in Cienfuegos an der, Compania, also, an der Tanzkompanie für 10 Tage, um da, mit denen Unterricht zusammenzunehmen. Das, hat Mhm, mein Tanzlehrer organisiert. Der macht das auch jedes Jahr als Bootcamp für afrokubanische Tänze. mhm, Und dann kam ich zurück und dann haben wir dieses Frauennetzwerk gegründet und dann haben wir so 'n bisschen gesprochen.
darüber. Und dann waren da so einige, die gesagt haben, ach, ich würde das wohl auch gerne mal machen. Also die hätten keine Lust, mit so einem Reiseveranstalter zu fahren, sondern so wie ich, eben mit den Leuten und kennenlernen und so. Mhm. Und dann habe ich da gesagt, na ja, ist kein Problem, ich kann dir ein paar Kontakte geben, ist alles gar kein Thema und dann kannst du es so und so machen und so planen. Und dann sagten alle, ja, aber warum machst du das denn nicht? Also mit dir würde ich wohl fahren, da würde ich mich auch sicher fühlen, du kannst so die Sprache und bist so mittendrin. Und dann habe ich halt gesagt, weiß ich nicht, habe noch nie drüber nachgedacht. Und dann ist das so, das war im Mai vielleicht, und dann ist das so gewachsen in meinem Kopf irgendwie. Und dann bin ich tatsächlich ganz spontan im September noch mal gefahren mit Mhm. einem konkreten Plan im Kopf: „Was könnte ich denn wohl machen?“ Und Ah, dann, okay. hatte ich halt 2 Wochen im September und habe dann mir eine Reiseroute überlegt, was ich machen könnte, wo kenne ich Leute Mhm. noch nicht, was geht nicht. Mhm. Ähm, habe das dann gemacht, bin zurückgekommen, habe das Ganze besprochen und habe Anfang Dezember Instagram gegründet und die Plattform gegründet, also die Website Ja, ja. gegründet und gesagt: „So, ich mache das jetzt einfach mal.“ So, Okay. ja. Und, so ist es jetzt. Jetzt fahren wir sind 'ne ganz kleine Gruppe mit 3 Leuten. Das ist aber Ja, für mich total in Ordnung, weil ich eh schon mega aufgeregt bin, das überhaupt zu tun. okay. Ähm, und ich freue mich aber riesig drauf, dass wir jetzt fahren, und die sind auch ganz happy. Wir haben 'ne WhatsApp-Gruppe, da gibt's von mir immer alle Infos, was braucht man noch vorab, um nach Kuba zu fahren und so. Ja. Da ist das Wichtigste drin. Und jetzt fahren wir halt mit 3 Leuten ganz entspannt und erkunden Kuba gemeinsam. Aber wäre jetzt, vielleicht sogar noch Zeit, dass, weitere, Personen sich, Ja. reinbuchen könnten? Ja, absolut, absolut. Also, ich habe für die 3 jetzt schon mal fest gebucht, aber ich habe ja meine Kontakte vor Ort. Also, es kann jederzeit alles erweitert werden. Da ist auf jeden Fall noch Platz. Flüge gibt's grade auch noch günstig, habe ich gesehen. Air France und, auch, Air Europa hatten grad noch mal Angebote drin, Ah sind mir ja, gestern ins Haus geflattert. okay, hatte ich, Ähm, zuletzt gar nicht weiter geguckt. Was kostet es aktuell? ich habe bezahlt jetzt 780 Ah hin ja, und das ist zurück ja wirklich gut. mit Air France. Ja, Mit ja. 2 Koffern wohlgemerkt. Ja, Ich fliege mit oha, 2. okay, okay. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, genau. Ja, dann müssten ja, mal gucken. Wir planen wahrscheinlich im Januar wieder. Mal sehen. Ja, immer mal gucken. Air France hat gute Angebote und Air Genau. Europa hat auch immer wieder gute Angebote. Ist halt mit Zwischenstopp, aber die Angebote sind ganz gut. Wobei ich weiß nicht, wie's noch ist, wenn man nach Santiago runterfliegt. Das ist noch mal anders als Havanna. Ja, da fliegt dann halt leider nur Condor, über Holguín. Mhm, genau. Ja, na ja, so ist es halt. Aber, wenn wir jetzt halt oder wenn sich jetzt, aufgrund des Videos kann natürlich auch sein, jemand sagt: „Hey Mensch, ich hätte schon Interesse, mich, da noch mal 'n bisschen zu informieren.“ Wo kann er sich denn jetzt konkret hinwenden? Am einfachsten an mich direkt über meinen Instagram-Account, weil Mhm, da die Direktnachrichten ich natürlich sofort bearbeite. Den, blenden wir ja vielleicht noch irgendwo dazu das ein, machen wir. gehe ich von aus. Ähm, und da findet ihr auch auf dem Instagram-Kanal die Website mit allen Infos zu der Mhm. Reise selber, die im Hintergrund läuft. Genau, da habe ich noch mal den ganzen Reiseverlauf aufgeschrieben und, ja, kann aber natürlich auch gerne vom Reiseverlauf so 'n bisschen erzählen, was wir so Wollte ich machen. grad fragen, genau. Also, das wäre ja vorhin auch noch die zweite Teilfrage gewesen. Die Reiseplanung dann quasi, die jetzt ansteht, startet in Havanna Mhm, genau. und dann was hast du dir im September so gedacht? Ich habe mir im September, vieles gedacht, was anders gekommen ist. Okay. Aber ja, Aber das ist also wir Kuba. starten hm? Aber das ist Kuba. Ja, genau. Also, das habe ich auch von Anfang an so ausgeschrieben, deswegen mache ich's auch, als erst mal als Privatreise und mal gucken, wie sich das Ganze für irgendwann entwickelt. Mhm. Aber es sind ja so viele Unsicherheiten. Ich bin halt einfach auch kein Reiseveranstalter, sondern das ist ja aus einer fixen Idee im Kopf irgendwie entstanden. Bin ja auch persönlich im Privat dabei und das ist das, was meine Leute halt auch einfach gerne wollen. Sie wollen, quasi mit meinen privaten Kontakten in Kontakt kommen, um die Kultur kennenzulernen. Sie wissen, ich bin in der Kultur mit verwandelt. Ich beschäftige mich viel mit der Religion. Ich, beschäftige mich viel mit den Tänzen Ja. und das möchten die halt einfach so 'n bisschen erleben. Sie wollen nicht nur so vorbeirauschend Kuba kennenlernen, sondern schon so 'n bisschen mehr. Und ja, wir starten halt in Havanna, wohnen halt, natürlich in einem Casa Particular, wohnen im, Havanna Centro.
Mhm. direkt unweit der, Casa de la Música entfernt, sodass wir abends auch direkt auf den Boulevard gehen können und so. Dann haben wir einen, Stadtführer in Havanna für den ersten Tag, der kommt auch den ganzen Tag mit uns zusammen und, ja, mit dem lassen wir uns ein bisschen treiben. Also, ich finde, so 'ne festgeführte Stadtführung ist immer so, es gibt halt so viel spannende Ecken und immer entdeckt man was Neues und ich Ja finde, klar. da können wir uns auch einfach treiben lassen und deswegen sind wir einfach den ganzen Tag gemeinsam Mhm. mit dieser Person unterwegs und entscheiden ganz spontan, was wir uns alles anschauen möchten und so. Genau. Das klingt Und doch schon dann haben wir mal. noch, den 1. Mai in Havanna. Ganz spannend, ist für mich auch das erste Ah, Mal, dass ja. der 1. Mai ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird am 1. Mai. Ich, Ja, lasse mich Straßenfeger. definitiv. Irgendwas wird auf jeden Fall wie immer los sein in Havanna und, ich bin ganz gespannt, ja, was wir dann, erleben werden, weil ich Ja, lasse mich immer gerne treiben zwischen Havanna Vieja und Vedado und es gibt einfach tausend Dinge, die man erleben kann, wenn man abseits der Hauptstraßen sich mal bewegt. das stimmt. Genau. Wie Wir viele haben Tage auch kei plant wir ihr sind in auch nicht Havanna zu ganz bleiben? hm? Wie viele Wie Tage bitte? plant ihr in Havanna zu sein? Wir bleiben, am Anfang 3 und am Ende 2. Ah ja, okay. Mhm. Genau. Wir sind halt auch nicht ganz alleine. Also, ich habe auch Unterstützung aus Cienfuegos mit dabei, der uns die ganze Zeit begleitet, auf der gesamten Reise, weil natürlich ich, auch weiß, dass durchaus es sehr hilfreich ist, einen Kubaner an seiner Seite zu haben, der einen unterstützt, wenn Dinge mal nicht ganz so funktionieren. Und es ist einfach leichter, sich da Hilfe und Unterstützung zu holen von Einheimischen, die direkt vor Ort wohnen. Und genauso machen wir's halt auch. Genau. Okay, aber klingt ja auch, tatsächlich wohl überlegt. Ja. Absolut. Dann, fahren wir weiter nach Vinales Okay. Mhm. und bleiben 3 Tage in Vinales, mit 'nem kleinen Abstecher nach Pinar del Rio aus meiner eigenen persönlichen Geschichte, weil ich möchte die Mama von 'nem guten Freund besuchen. Die ist Mhm. einfach schon ein bisschen älter und kann nicht mehr reisen und es ist einer ihrer größten Wünsche, dass ich noch mal bei ihr vorbeikomme. Deswegen machen wir da einen Zwischenstopp und, die anderen dürfen sich dann Pinar del Rio angucken und ich besuche sie einmal bei ihr zu Hause und wir Ja, machen uns ein paar nette Stunden zusammen. Genau. so soll's sein. Ähm, ja, ansonsten das Typische, was man in Vinales natürlich macht. Man guckt sich das Valle de Vinales an. Wir werden eine Reittour machen. Wir werden zu einem kleinen Privatbauern gehen und uns angucken, wie der Tabak angebaut wird, wie Kaffee angebaut wird, wie, alles verarbeitet wird und so ganzen einzelnen Schritte, auch die Handarbeit, die dahinter steckt und gucken uns das alles ganz in Ruhe an. Ansonsten einfach die atemberaubende Landschaft von Vinales genießen, weil sie einfach wunderschön ist und wer da noch nicht war, ist, selber schuld. Einfach. Ja, sonst müssen wir den buchen. Genau. Dann fahren wir weiter nach, Cienfuegos. Mhm. Da bleiben wir ein bisschen länger, weil Cienfuegos ist für mich persönlich immer mein kleiner Erholungsort von Havanna. Ich Okay. mag Havanna sehr, aber ich bin auch nach einigen Tagen Havanna merke ich, ich brauche so 'n bisschen Abstand von der Stadt. Ja, ja. Und Cienfuegos ist halt, hat alles, ist klein und ist touristisch nicht überfüllt. Mhm. Ich weiß, was du meinst, also speziell auch Havanna, habe ich in den letzten Jahren tatsächlich mehr mögen gelernt, aber es war mir damals immer viel zu überfüllt, zu laut, zu stressig. Ja, Und, nach ein, paar Tagen merkt man das auch, aber dennoch kehrt man immer wieder dorthin zurück, ja, weil es dann doch irgendwie was hat. genau. Ich bin wirklich, wirklich sehr gerne in Havanna, aber Ja, ich merke jedes Mal, wenn ich Havanna verlasse und nicht in ein ruhigeres Gefilde komme, denke ich so: „Boah, ja.“ einmal durchatmen. Genau. Und, ich finde, Cienfuegos ist immer so schön, um Kuba wirklich kennenzulernen, weil Cienfuegos ist nicht ganz so touristisch. Mhm. Man kann aber trotzdem ganz, ganz viel machen in dieser kleinen Stadt. Also, so klein ist sie gar nicht, aber der Hauptbereich ist fußläufig, gut zu erreichen. Ja. Und, es ist alles ein bisschen entspannter als in Havanna. Und da hat man, glaube ich, eher so die Chance, mehr in die Kultur reinzukommen, Mhm. weil's nicht ganz so viel ist, so. Ja. Und da bin ich halt auch sehr eng verbunden mit vielen Menschen, auch mit der Tanzcompagnia, mit, den Rumba-Gruppen, die es vor Ort gibt. Also, die Gruppe Rumbalay ist halt auch recht bekannt in Kuba.
und ich kenne den Direktor von Rumbalay ziemlich gut und, Mhm. die werden einiges für uns in Cienfuegos machen. Also, es wird auf jeden Okay. Fall 'ne kleine große Rumba-Show geben für uns ganz privat, Okay, also auch auch mit da den gibt's dann Tänzern eine von der Veranstaltung. Compania. Schön. Genau. Da machen wir alles möglich, was geht, weil ich auch mit vielen da vor Ort was zusammen machen werde. Also, da haben wir wirklich, ganz viel Kontakt mit ganz viel ma Familie, also, was für mich halt auch mittlerweile Familie ist, die Menschen vor Ort, mit denen ich zusammen bin. Und, das wird nett, glaube ich. Und wir machen dann Ausflüge von Cienfuegos. Wir fahren einen Tag, nach El Nicho zu den Mhm. Wasserfällen. Wir fahren mit einer Übernachtung nach Trinidad, Ja. gucken uns Trinidad an und da gibt's ja auch einiges noch drumherum, was man entdecken kann auf dem Wege, genau. Wir fahren einen Tag nach Palmyra. Okay. Also dann wird Cienfuegos eigentlich so, ich sage mal so, der Hauptstützpunkt in der Reise, Genau, ne? Und, von dort aus geht's dann immer mal irgendwo in eine genau, Himmelsrichtung genau. und dann kehrt man wieder zurück nach Cienfuegos. Richtig, bis auf Trinidad, das machen wir Ja, mit klar. einer Übernachtung, weil also, in Trinidad muss man halt auch als Nicht-Tänzer einfach mal ausgegangen sein, um zu erleben, was man in Trinidad zu erleben Hm, kann. Aber absolut. Trinidad ist ja auch nicht so groß und, da ist so ein Tag mit einer Übernachtung und, das Drumherum sich angucken. Auf jeden Fall, hat man da gut Zeit, definitiv. Ja, ich denke auch. Also grade von Cienfuegos, dann ist das Ist ja immer auch nicht so weit. genau, genau, das passt. Ja. Schön. Und dann? Kehren wir nach Havanna zurück, Okay, ähm, dann ist die Zeit und schon da ist die Zeit schon um, tatsächlich. So schnell gehen 2 Wochen um. mhm. Wir kehren dann nach Havanna zurück, sind dann noch mal 2 Tage komplett in Havanna, werden auch, in die Höhle des Löwen zur Callejon gehen am Sonntag. Okay. Wo, ich aber gesagt habe, dass bitte alle, die sich nicht damit auskennen, in meiner Nähe bleiben, weil es doch sehr voll und sehr eng ist und viele Menschen sind und, für jemand, der das noch gar nicht kennt, vielleicht auch ein wenig erschreckend sein kann im ersten Moment. Und das machen wir aber gemeinsam. Mhm. Dann sind wir am Nachmittag noch, bei einer kleinen Rumba eingeladen. Ja. Frag mich nicht, wie die Straße heißt. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Laden wiederfinde, irgendwo in Havana Vieja. Ich habe die keine Ahnung, wie diese Straße heißt. Hauptsache, du Ah. findest hin. Ich weiß, wie ich laufen muss. Ich Ja, kenne das den Weg zu Fuß, genau. genau. Da sind wir nachmittags noch eingeladen und, dann gehen wir noch gemeinsam essen Mhm. und dann ist auch schon Ende. Dann sind 2 Wochen um. Okay. Und Ja. dadurch, dass ja, die Personen, die bei dir gebucht haben, die Flüge ja eigenständig, also die sind ja separat, dann, sozusagen, zu reservieren, zu buchen, zu kaufen, wie auch immer, kann es natürlich sein, dass diese entweder vorher schon anreisen oder dann auch länger bleiben, ne? Genau, genau. Sie bleiben auch alle länger. Sie bleiben, so Ah ja. lange, wie ich bleibe. Ach so. Ich habe aber natürlich die Möglichkeit angeboten zu sagen: „Okay, wenn ihr früher anreist oder wenn ihr länger bleibt, sagt mir kurz Bescheid, ich organisiere euch alles vor Ort.“ Mhm. Und das haben wir jetzt auch so gemanagt. Also, ich habe für alle auch für die Zeit danach Casas organisiert, Mhm. für eine Person halt in Varadero, Mhm. wollte noch mal nach Varadero fahren und dann habe ich halt auch noch mal 'n Transport organisiert, hin und zurück im Kollektivo. Okay. Und, ja, 2 Personen bleiben in Havanna und möchten sich gerne mir noch 'n bisschen anschließen, um noch mal Havanna 'n bisschen, auf eigene Faust erkunden. Ah ja, okay, Dann ist ja schon 'n bisschen mehr Sicherheit da. Man ist dann ja schon 2 Wochen da. Genau. das stimmt. Okay. Und das ist ja jetzt dann die allererste Reise, hast du gesagt? Ja. Und in unserem Vorgespräch hattest du, gemeint, dass du auch nach Santiago, 'ne entsprechende Verbindung hast. Mhm. Die ist jetzt natürlich in der ersten Reise, wie wir auch schon einleitend mal gesagt haben, also die allererste Reise ist ja meistens tatsächlich eher im Westen, zieht sich dann so 'n bisschen ins, Zentrale rein, aber viel mehr eigentlich nicht, einfach aufgrund der Zeit, ne? Da Genau. überall auch entsprechend, ja, Zeit benötigt, ganz einfach, und man sich auch gerne mal so 'n bisschen treiben lässt, so, ne? Und, welche Verbindung hast du konkret zu Santiago? Beziehungsweise Tatsächlich könntest du dir ja, vorstellen, auch Reiserouten in diese Richtung vielleicht später mal anzubieten? definitiv. Also, das ist, eine Überlegung. Also, ich gucke jetzt mal, wie das Ganze so läuft und anläuft. Ich muss ja auch meine Zeiten hier vor Ort immer planen. Ich Ja habe klar. halt auch ein, schulpflichtiges Kind. Mhm. Das heißt, ich muss da auch immer gucken, wann kann ich weg, wann kann ich nicht weg.
Aber das ist, absolut 'ne Überlegung und ich habe halt auch Verbindung zu Santiago, weil ich, als ich Kuba kennengelernt habe, meine allererste Reise tatsächlich nach Santiago war und Ah, nicht, nach Havanna. Also, ich bin zwar in Havanna gelandet, bin dann aber ich habe es gewagt, ich bin mit dem Bus von Havanna nach Santiago gefahren mit Via Sul? mit Via Sul, Ja, eine sehr lange Reise über Nacht, mhm. bis ich in Santiago ankam. Es war auch eine sehr spannende Reise über Nacht. Eine kalte Ähm, Reise. hm, Eine bitte? kalte Reise. Eine kalte Reise auf jeden Fall. Also, das, war auch ein Learning von mir für meine weiteren Reisen, die ich sonst nach Lateinamerika gemacht habe, dass ich immer einen Schlafsack und einen dicken Hoodie und 'n Schal in einem Bus dabei habe. Okay. Und, ja, ich habe tatsächlich, angefangen mit Santiago. Da Mhm, zum ersten Mal Santiago kennenzulernen und bin in meiner allerersten Reise von Santiago, weil da kommen nämlich einige meiner Tanzlehrer her. Da habe ich dann auch in dem Haus von der Mutter von meiner Tanzlehrerin gewohnt und bin dann von Santiago langsam Stück für Stück alles hochgefahren zurück nach Havanna. verstehe. Genau. Beim zweiten Mal war ich komplett nur in Santiago. Da hatten wir dann uns 'n eigenes Auto gemietet und haben uns alles, drumherum angeguckt. Also, dann Mhm, natürlich nach Holguín geflogen und auch über Holguín zurückgeflogen. Und dann kam irgendwann die andere Richtung. Dann habe ich irgendwie gedacht: „Jetzt muss ich mal mehr so Havanna und Viñales und was es sonst noch alles so gibt.“ Und es gibt noch so viel mehr. Ich war immer noch nicht in Camagüey, da muss ich halt auch noch mal hin. Und Santa Clara war ich auch noch nicht, obwohl's nicht so weit weg ist von Cienfuegos. Da muss ich auch noch mal 'n Abstecher machen. ja, aber es ist halt, wie wir ja schon gesagt haben, immer eine Zeitfrage, ne? Immer eine Zeitfrage, genau. Aber Genau. ja, das steht auf jeden Fall an, da auch noch mehr in diese Richtung was zu machen und zu planen. Und, ja, mal schauen, wie's läuft und was dann kommt. Ich hätte ja auch Anfang letzten Jahres nicht gedacht, dass ich das dieses Jahr machen werde. Wer weiß, was passiert. Ja, eben drum, ne? Also, wenn das jetzt dann, ja, deinerseits erfolgreich auch, durchgeführt wird im Sinne von, dass du sagst: „Hey, es hat mir einerseits Spaß gemacht, andererseits, ist auch soweit alles gut gelaufen.“ ja, von daher ist es durchaus möglich, dass man auch noch eine weitere Reise macht, vielleicht auch kurzfristig dieses Jahr vielleicht, ich weiß es nicht, wie weit man in der Vorplanung, denn das dann eher macht. Du hast ja gesagt, im Dezember hast du, glaube ich, Instagram und die Website gestartet. Das heißt, Genau. in dem Zeitraum ging es ja dann quasi dann los mit der Planung, das ist jetzt die Reise im Mai, ne? Also ein bisschen Vorlaufzeit braucht man ja schon. Genau, also ich habe das auch jetzt gemerkt. Es waren einige, die gesagt haben, ich stehe jetzt auf meiner Liste für nächstes Jahr, dass Ja, sie einfach dass sie schon im September, Oktober fürs neue Jahr ihre Zeiten planen müssen und deswegen ja, gar nicht fahren können, weil sie schon den Urlaub verplant haben. Sie aber verstehe. gerne dabei sein wollen und ich sie bitte, wenn ich einen neuen Termin habe, sofort Bescheid sagen soll. So. Okay. Und, der ein oder andere hatte dann noch leichte Probleme wegen Einreisebestimmungen und, Mhm. USA-Reisen. Ist ja auch immer so 'ne Schwierigkeit. Und das musste auch noch in Klärung, wo sie dann gesagt haben: „Ne, nächstes Jahr kann ich's machen, aber dieses Jahr halt noch nicht, weil da sind noch Sachen, die sind für mich ungeklärt. Das schaffe ich in der kurzen Zeit einfach nicht.“ So, Ja, ja, genau. okay. Na ja gut, aber ja, das ist tatsächlich, 'n großes Thema, aktuell, so diese Einreisebestimmungen, grade wenn's dann darum geht, wenn man vielleicht doch noch mal in die USA möchte, dann ist halt die ESTA nicht mehr ausreichend Richtig, genau. und, ja, da muss man dann tatsächlich 'n, Visum beantragen. Und Genau. das kann 'n bisschen länger dauern. Das kann 'n bisschen länger dauern, aber wenn man das Visum hat, dann hat man's halt für 10 Ja, Jahre, ist auch gut. ja, genau. So. Ja, also, von daher, ich sage mal so, wenn ich jetzt noch mal überschlage oder noch mal zusammenfasse, besser gesagt, die Reise, die du dann quasi anbietest, ist ja aufgrund deines tänzerischen Hintergrundes, sozusagen entstanden. Ist nicht nur für Frauen, freigegeben sozusagen oder Also, eher so als die Idee war Frauenreise? anfänglich nur für Frauen. Jetzt Genau, habe weil ich das ja aber aus auch einen der Mann. Frauengruppe entstanden ist. Genau, richtig. Jetzt habe ich auch tatsächlich einen Mann, weil doch Ja, auch einige gesagt haben, ich würde es mich halt nicht alleine trauen. Also, es geht ja, wirklich darum, gemeinsam, ein Erlebnis zu haben, auch in die Kultur einzutauchen ja. und gemeinsam da vor Ort,
auch eben mit der Kultur und mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und mir ist es halt auch ein persönliches Anliegen, mit dem Geld, was ich halt auch dahin bringe, helfe ich halt auch einfach Leuten. Also, es Mhm. ist ja nicht so, dass das Geld bei mir bleibt, sondern 'n Großteil des Geldes geht an die Menschen, wo wir halt auch sind und Ja. wo wir eben auch, Führungen machen und wo wir, andere Dinge machen. Und jeder Cent ist einfach, Gold wert und kann helfen. Und Mhm. das ist mein größtes Anliegen eigentlich dabei. Es geht gar nicht so um mich persönlich in dem Moment, sondern um dem, was wir halt da auch tun können und was wir da auch unterstützen können im Land. Es ist nicht viel, aber jede Kleinigkeit hilft, so. Das Und klingt doch alle haben was davon. Also, ja. egal, wo ich hinfahre, sei es der Fahrer, sei es die Leute, wo wir übernachten, sei es der Reiseführer, sei es da, wo wir uns die Tabakplantage angucken. Und ich habe mit allen sehr, sehr, sehr faire Preise ausgehandelt. Also, sie sind alle sehr happy von dem, was sie von mir bekommen, weil das nicht wie bei vielen Reiseveranstaltern gerne mal so runtergedampft wird, sondern gesagt habe: „Wir suchen uns bitte eine Ebene, dass ich einen guten Preis machen kann und ihr daran auch gut verdient und für eure Familien Geld habt.“ Und das war mir ein persönliches Anliegen, dass es auch wirklich nachhaltig ist. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz, den Namen, deiner Reiseagentur ist es ja gar nicht, aber, deines Unternehmens in dem Falle, kurz, mitteilen. Äh, Und, wie ja, gesagt, der ich Name ist werde auf jeden Fall Kuba alles noch Soul. mal, in das Video Ja, reinpacken, damit die, Leute auch, dich, wenn sie Interesse haben, auch dann über mein Video hier finden können. sehr gerne. Der Name ist, Kuba Soul Ventures, also wirklich, auf der einen Seite Ventures für Adventure, für Abenteuer und auf der anderen Seite aber auch weil ich glaube, dass die Reise einfach allen, die Seele berühren wird. Da bin ich mir ganz, ganz fest überzeugt. Und wer noch nicht in Kuba war, der wird wissen, was ich meine, wenn er da Das sind doch schöne Schlussworte. ja. Möchtest du noch irgendwas, loswerden oder am Ende? Ne, also ich freue mich über jeden, der sich noch spontan entscheidet, mitzukommen. Wir sind eine offene, ganz, ganz nette Gruppe und, ja, es wird, glaube ich, sehr bezaubernd, weil wir einfach auch nicht so groß sind und das ist auch mein Ziel, dass wir nicht mit ganz so großen Gruppen fahren, sondern wirklich einfach auch für uns da was ganz Tolles kreieren können. Ja, Ja. genau. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg auf, dem Wege. Gerade auch im Danke. Rahmen der Unterstützung, ist das, denke ich, wirklich eine schöne Sache, dass, ja, da die Unterstützung auch dort ankommt, letztendlich, wo es gebraucht wird. Und von daher, ja, hoffe ich mal, dass, es auch weitere Touren dann geben wird. Und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Und Dankeschön für die Einladung. Gerne. Dann bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschau. Tja, und das war's auch schon mit dem Interview. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann habt ihr jetzt noch mal die Gelegenheit und ja, macht es gerne. Das würde mich sehr, sehr freuen und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.